ins Rathaus nach Freiberg müssen. Wie wir eine öffentliche Sprechstunde in Halsbach geben. Wir haben die Ziel in Abstimmung mit dem Kreistagsabgeordneten Böhme, dass das ab Ende Januar wieder funktionieren soll. Ein schüchterner Beginn für Halsbach. Was folgt, ist die tägliche, unheroische Kleinarbeit, deren Umfang man jetzt ahnen kann. Halsbach liegt nicht eben am Rande der Welt, höchstens landschaftlich etwas abgeschieden. Noch in diesem Monat soll es im Ortsteil Halsbach eine Einwohnerversammlung geben. Ich finde, der Ratssekretär hat die Versäumnisse der Stadt Freiberg ein bisschen verniedlicht. Als Merksatz empfehle ich deshalb einen Passus aus dem Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front. Dort heißt es: Gestalten wir unsere Gemeinden, einschließlich der mehr als 12.000 Ortsteile, so, dass sie das wohnliche Zuhause all ihrer Bewohner sind. Ein Dauerauftrag, so meine ich, und das gilt auch für unseren zweiten Beitrag. 118.820 Kindergartenplätze sind in der vergangenen Wahlperiode neu geschaffen worden. Keine Frage, darauf können wir stolz sein. Und meines Wissens gibt es auch kein anderes Land, das den Eltern, die es wünschen, einen Kindergartenplatz garantiert. Trotzdem kein Anlass, selbstzufrieden zu sein. Auf dem Arbeitsplan der Arbeiter- und Bauerninspektion steht deshalb alle Jahre wieder, das Niveau der Kindergartenplätze zu kontrollieren. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Hinter mir, vor mir gibt es nicht 1, 2, 3, ich komme! Sie mögen das Versteckspiel nicht, die Kontrolleure der Arbeiter- und Bauerninspektion. Zumal ihr Besuch für niemanden überraschend kam. Wir folgten der Inspektion am 25. Januar in 10 Kindergärten der Stadt Wurzen. Der Betriebskindergarten des Motorenwerkes zeigte Wurzener Durchschnitt. Gravierende Mängel gab es nicht, aber viele Kleinigkeiten gehen den Kindergärtnerinnen, im Stadtjargon gesprochen, auf den Keks. Zum Beispiel wurde am 13.01. diesen Monats von der Küchenleiterin des Betriebes, die Frau Wagner, einfach ohne, die Frau Wagner, muss ich dazu sagen, das ist die technische Kraft in der Küche, ohne dass mit mir gesprochen wurde, abgezogen und von einer anderen Kollegin dann ersetzt. Und ich muss aber sagen, die dann in geminderter Qualität hier arbeitet. Wir haben das Essen in sehr unterschiedlicher Qualität. Heute ist es sehr gut, gestern war es auch so. Aber wir haben natürlich auch Fälle, wie in der vergangenen Woche. Da war der Kübel mehr mit Brühe voll als mit Nudeln, sodass wir gesagt haben, dort spielen ja die Nudeln Hasche drin. Sehr große Probleme habe ich auch noch. Sie haben unser großes Gartengelände sicherlich gesehen. Und wir haben keinen Hausarbeiter, der uns laut Orientierungswerte für 4 Stunden täglich zusteht. Ich kämpfe schon sehr geraume Zeit, auch mit Unterstützung der Volksbildung. Erst einmal darum, dass der Betrieb eine Planstelle schafft. Und viele dieser Arbeiten lasten eben auf Schultern des pädagogischen Personals. Denn wir möchten ja, dass unsere Einrichtung einen sauberen und gepflegten Eindruck hat. Dass die Waschbecken zu niedrig sind, hat Frau Handelmann schon zu oft gesagt, um es vor der Kamera noch einmal zu erwähnen. Und kleinere Reparaturen schrieben die Vertreter des Betriebes alle Jahre wieder sorgfältig in die Protokolle ihrer Objektbegehung. Die Auflagen der ABU werden den Blick des Betriebes für das Detail schärfen. Dazu gehören auch eine größere Sorgfalt beim Kochen und die Einstellung eines Rentners als Hausmeister. In 9 der 10 kontrollierten Kindergärten waren die Probleme ähnlich, also auch kurzfristig zu lösen. Der defekte Zaun des Spielgartens, die fehlende Mischbatterie für den Boiler, die notwendige Erneuerung des Spielsandes. Insgesamt also brauchen sich die Wurzner mit ihren Kindergärten keineswegs verstecken. Aber diese Regel fand auch ihre sprichwörtliche Ausnahme. Das war einer der ersten Kindergärten von Wurzen. Man findet ihn am Rande der Stadt im Ortsteil Reutsch.
Und ganz im Zentrum des Interesses scheint er wohl auch nicht gelegen zu haben, wie man spielend erkennen kann. Ich sehe was du nicht siehst und das sieht schwarz. Nico, das ist von Lorsdorfer? Nein. Ich sehe was du nicht siehst und das sieht... Ich sehe was du nicht siehst und das sieht gelb aus. Solch moderne Auslegungen traditioneller Spiele hat die Leiterin des Kindergartens nicht so gerne. Aber anderes macht Frau Borkert eigentlich mehr Sorge. Frau Borkert, wenn Sie Ihre Probleme kurz beschreiben müssten, was würden Sie als erstes nennen? Ja, als erstes würde ich nennen, dass unsere Einrichtung also wirklich dem Bedingungen entsprechen muss wie den anderen auch. Und das wäre einmal, dass wir ausreichend Platz zur Verfügung haben, was zurzeit nicht möglich ist, da bei uns Schornsteine gesperrt wurden. Not macht erfinderisch. Da einige Räume wegen defekter Schornsteine gesperrt wurden, erhalten andere eine Doppelfunktion. Und weil ein Leiter immer mit gutem Beispiel vorangeht, stellte Frau Borkert ihre Amtsstube zur Verfügung, die so zu einem rechten Ort der Besinnung wurde. Des Weiteren sind auch diese sanitären Einrichtungen nicht ausreichend für unsere Kinder, nicht beheizbar zum Beispiel. Und dass also wir auch dadurch mehr Arbeitsaufwand haben mit An- und Ausziehen unserer Kinder, wenn wir also von dem warmen, zum Teil auch manchmal überheizten Gruppenraum in diese Garderobe oder Waschräume gehen müssen. Im Kindergarten läuft's mal anders herum. Zum Waschen ziehen sich die Kinder an, denn sie müssen durch den kalten Flur. Und auch in ihren Waschräumen ist nicht nur das Wasser erfrischend. Haben Sie einen schönen großen Raum noch in der ersten Etage, den Sie aber nicht nutzen können? Den nutzen wir zurzeit nur einmal in der Woche für den Sport. Das habe ich abgesprochen mit der Kreishygieneinspektion. Auch hier ist der Ofen aus, also statt täglichem Spiel nur einmal die Woche Sport. Wenn man das kleine Loch im Dach weiter wachsen lässt, werden wohl bald auch Schwimmübungen möglich sein. Ein so großer Raum, der praktisch leer steht, führt natürlich zu einer höheren Auslastung der anderen Zimmer. Mit bewundernswerter Geduld versuchen die Kindergärtnerinnen in Reutsch, jeden Tag das Beste daraus zu machen. Denn die Kinder sollen's nicht spüren. Aber will der Rat ihnen auch weiterhin die kalte Schulter zeigen? Wir trafen uns mit der Kreisschulrätin. Frau Wittig, der Kindergarten Reutsch ist gestern bei der Kontrolle nun als der Problemfall hier in Wurzen bekannt geworden. Was wird denn nun hier konkret passieren? Der Kindergarten wird 1990 ausgelagert werden. Wir bauen 1989 eine Kinderkombination in der Nähe dieses Kindergartens, sodass auch für die Kinder und die Eltern zumutbare Wege entstehen. Wir werden diesen Kindergarten dann in die neue Kinderkombination übernehmen und dann sofort im Anschluss, die Mittel haben wir schon geplant, im Rahmen der Werterhaltung 1990 mit der Rekonstruktion dieses Kindergartens beginnen. Nun ist ja bis dahin noch ein bisschen Zeit und die Zustände wären ja nicht besser. Welche Maßnahmen könnten denn jetzt schon ergriffen werden? Ja, wir haben uns da Gedanken gemacht, auch schon vor der ABI-Kontrolle, das muss ich sagen. Ich sehe als Schwerpunkte an, dass wir noch so schnell wie möglich das Dach in Ordnung bringen. Ja, und mit der Kälte in den Räumen, hier in den Fluren? Ich meine, dass hier nicht mehr lange diskutiert werden muss, sondern dass wir uns bemühen, mit Strahlern das Problem schnellstens zu lösen und für diese Übergangsperiode dann eine für die Kinder zumutbare Lösung zu schaffen. Ja, erscheinen mir die Lösungen ja auch nicht so kompliziert und dass bei mir die Frage entsteht, wieso man nicht früher drauf gekommen ist.
Naja, ich hatte gesagt, es ärgert mich ein wenig. Das sind einmal Dinge, die auch mangelnder Informationsfluss sind. Auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass wir hier mit den 1987 mit der Sperrung der Schornsteine so direkt vor den Kopf gestoßen waren, dass wir uns natürlich zuallererst mal diesen Problemen zugewandt haben. Denn eine Auslagerung, wie wir sie erst vorhatten, in die Stadt Wurzen dieser Kinder, hätte doch sehr große Erschwernisse für die Eltern und auch für die Kinder gebracht. Mit Genugtuung schrieben die ABI-Kontrolleure den Termin der Rekonstruktion in ihr Notizbuch. Aber dort stand auch die Frage, was passiert bis dahin. Denn der gute Ausblick darf die Stadtväter nicht blind machen für die heutigen Sorgen der Kindergärtnerinnen. Manchmal ist so ein Paukenschlag ganz angebracht. Meine Damen und Herren, auch wenn der Karnevals- und Faschingsrummel in unseren Breiten keine Blüten treibt, von Wasungen mal ganz abgesehen, feststeht, rund um den Aschermittwoch wird doch wesentlich mehr getrunken. Das wissen auch unsere weißen Mäuse und die Kraftfahrer werden es an den Verkehrskontrollen bemerken. Die Frage ist nun, muss es wirklich erst der Gerichtssaal sein, um zu erkennen, dass Alkohol und der Gebrauch des Zündschlüssels unvereinbar und unverantwortlich sind. Die folgenden Aufnahmen entstanden mit Genehmigung des Angeklagten. Unserer Vernehmung möchte ich Ihnen mitteilen, dass ein Ermittlungsverfahren wegen der Herbeiführung eines schweren Verkehrsunfalles und wegen Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit eingeleitet wurde. Ja, Herr Vollmann, Sie können sich an den Unfall sicherlich noch gut erinnern. Woher kamen Sie, wo wollten Sie hin? Was ist passiert? Na, ich kam von der Linienallee und wollte links abbiegen. Und hatte die in meiner Ampel, also mit einem grünen Pfeil, dass ich gerade links abbiegen bin. Und wollte nach Hause fahren. Und bin rumgefahren und hab's vorher gekickt, wo was ist. Und hab auch einen Trabant anfahren sehen kommen, aber ich dachte, der hält noch an, weil er normalerweise hätte er ja rot haben müssen. Man hat er ja gehabt dann. Dann bin ich weitergefahren und wenn ich zu grün habe, dann kicke ich eigentlich nicht mehr so, ob noch irgendwie was ist. Ja, und dann ging ich allzu schnell, hab ich das gesehen und dann wollte ich vorbeifahren noch oder irgendwie was machen und dann hat es aber schon passiert. Wann und wo wurde an diesem Tag getrunken? Am 28.11.1988 hatte ich Geburtstag. Aus diesem Anlass meldeten wir uns eine Woche vorher bei unserem Brigadier und Meister ab, dass wir an diesem Montag, dem 28. von 15 Uhr in der Brigade jetzt feiern konnten. Von 15 bis 18 Uhr haben wir dann auch gemütlich beisammengesessen, haben gefeiert und dann ging jeder seine Wege zu seinen Bushaltestellen beziehungsweise wo sie jetzt nach Hause kommen konnten. Wie lang ist in Ihrer Arbeitszeit gewesen? Die Arbeitszeit beläuft sich am Montag, da die Anreise, die Arbeitszeit direkt erst 10 Uhr beginnt, da wir mit dem Zug anreisen müssen. Beginnt 10 Uhr und endet 20 Uhr. Wo haben Sie an diesem Tag getrunken? Sie haben gesagt, Sie haben in der Zeit von 15 bis 18 Uhr getrunken. Ja. Wo haben Sie getrunken? Wir hatten uns in der Baustellenunterkunft aufgehalten mit den Kollegen der Brigade. Das ist in Berlin-Hellersdorf, Wohnbezirk 5. Nach der Feier hätte er den Bus benutzen können. Er setzte sich in sein Auto, fuhr von Hellersdorf in Richtung Stadt. Die Straßen waren nass, viele Fahrzeuge kamen ihm entgegen, unter anderem ein junger Mann mit seinem Moped. Er hatte grün. Lange vor der Kreuzung Lenienallee-Bruno-Leuschner-Straße schaltete für den Trabantfahrer die Ampel auf Gelb, auf Rot. Er konnte nicht mehr schalten. Ich habe mich, als ich im Auto gesessen habe, überschätzt und war mir der Ansicht, dass ich noch nüchtern genug wäre, um das Fahrzeug zu führen. Welche Menge Alkohol wurde denn dann herbeigeschafft? Oder wir waren in der Brigade 10 Personen und für diesen Anlass eben durch den Geburtstag wurden 5 Flaschen Alkohol geholt, Schnaps und 25 Flaschen Bier. Welche Menge Alkohol haben Sie denn persönlich getrunken? Ich persönlich habe eine halbe Flasche von dem
Pfefferminzlikör getrunken und dazu 4 Bier. Die ärztliche Untersuchung ergab 2,4 Promille. Wir wollen eigentlich erreichen, welche Stellung das Kollektiv dazu bezieht, weil ja der Ausgangspunkt auch das Kollektiv war und welche Verantwortung das Kollektiv eigentlich trägt, nachdem diese Feierlichkeiten beendet sind, ob sich dann jeder da selbst der Nächste ist oder keine andere Verantwortung trägt. Keine Antwort. Sie kennen die Arbeitsordnungen, die Alkohol auf Baustellen ohne Ausnahme verbieten. Sie blieben an diesem Tage so schweigsam. Ihnen war wohl nun klar geworden, dass Ihr gemeinsames Gelage zu diesem Unfall geführt hatte. Und alle wussten, es hätte viel tragischer enden können. Der Staatsanwalt legte dann auch den Finger auf die Wunde. Warum muss es erst zu einem so schwerwiegenden Unfall kommen, dass die Brigade jetzt hier zusammensitzt, um nun zu überlegen, was können wir in Zukunft oder wie können wir in Zukunft solche Dinge verhindern? Ihr Gewissen hatten Sie damit beruhigt, dass ja alles nicht während der Arbeitszeit passiert sei. Die war vom Meister und dem Bereichsleiter kurzerhand verlagert worden. Unrechtmäßig, pflichtvergessen. Wir sind eben so verblieben, dass es hieß, ab 15 Uhr seid ihr vom Arbeitsplatz entbunden. Die Zeit wird also irgendwie nachgearbeitet oder wie es sich eben schon ergibt. Und ich wusste, dass gefeiert wird. Sie haben den Baustellenbereich verlassen, haben sich hier in die Räume gegeben, weil ja hier Gaststätten und so hier oben ist ja weiter nicht, haben sich hier also aus dem reinen Gefahrenbereich der Baustelle, wenn wir so wollen, zumindest entfernt und haben das dann hier in diesen Räumen durchgeführt. Zum Sachverhalt. Soweit von unserer Seite aus, wie wir das praktizieren und wie wir versuchen, beiden gerecht zu werden. Den Kollegen einerseits und auch unsere Rechte oder unsere Pflichten im Arbeitsschutz dabei auch mit in Einklang zu bringen. Und das war die Auffassung des Bereichsleiters. Wir hatten sie dem Kombinatsdirektor vom WBK Magdeburg per Tonband vorgespielt. Eine Arbeitszeitverlagerung zur Durchführung von Geburtstagsfeiern kann und wird nicht Maßstab der Arbeitszeitregelung im Kombinat werden. Und das müssen die Kader, die speziell für den Produktionsbereich 44 eine Verantwortung tragen, nochmals mit allem Nachdruck hier im Einzelnen auswerten, auch begreifen. Ich persönlich werde die Gelegenheit nutzen, in einem der nächsten Rapportberatungen in Berlin dazu die Position, die wir in unserer Arbeitsordnung in Kombinatsanweisungen festgeschrieben haben, die auch von der Mehrzahl der Kollektive und Leiter getragen wird, nochmals hier mit allem Nachdruck klarzustellen, weil wir uns ansonsten insgesamt einen schlechten Dienst erweisen würden, an den Wochentagen in der Regelung der Arbeitszeit sehr großzügig zu verfahren und auf der anderen Seite an den Wochenenden Sonderschichten zu organisieren. Und die Sicherung der Aufgaben geht ja zeitweilig bis zum Einsatz bestimmter Verwaltungskräfte. Unter diesem Gesichtspunkt tut uns der Vorfall sehr leid. Konkret, dass der Kollege Rudolph unter Alkoholeinwirkung ein Fahrzeug benutzte. Wir werden aber diesen Vorfall zum Anlass nehmen, doch hier sehr kritisch darüber zu wachen, dass wir dafür nicht die Bedingungen hier schaffen. Und solche Bedingungen, wie sie hier dargestellt wurden, liegen unter der Würde der bisherigen Einsatzbereitschaft der Brigade, auch unter der Würde, was wir unter Arbeiterdisziplin hier verstehen. Das muss die Brigade, die zuständigen Leiter im Ergebnis der Auswertung begreifen, um ohne Zeitversuch hier eine Wende in den Denk- und Verhaltensweisen hier an den Tag zu legen und einzuleiten. Man muss an dieser Stelle sagen, dass die Magdeburger Bauarbeiter gut arbeiten, ihren Plan erfüllen. Und man kann annehmen, dass dieser Brigade die Geschichte an die Nieren geht. Wenn sie es
vielleicht aus falsch verstandener Kameradschaft und aus Scham so nicht ausdrücken wollten. Ihr gemeinsamer Entschluss jedoch, dem verletzten Mopedfahrer bauen sie die Wohnung aus, die er gerade bekommen hat. Tätige Reue lässt sich fast dazu sagen. Und ich meine, sie ist auch mehr als angebracht. Der Angeklagte wurde überdies zu einem Jahr Freiheitsentzug, dem Entzug des Führerscheins für 2,5 Jahre nach Strafvollzug und zum vollen Schadenersatz verurteilt. Ich habe den Schaden mal überschlagen mit Krankenhauskosten, Verdienstausfall für den Geschädigten, Reparaturen und so weiter. Da dürfte einiges zusammenkommen. Das mitfeiernde Kollektiv und die beiden Leiter wurden disziplinarisch zur Verantwortung gezogen. Ich finde es jammerschade, dass sich eine ansonsten so bewährte Truppe diese Suppe eingebrockt hat. Auf Wiedersehen.